Ein Neuanfang und Lektionen in Menschlichkeit. Thomas kommt früh ins Krankenhaus. Er weiß, dass der 5. Tag ihm eine neue Reihe von Herausforderungen bringen wird. Nach den Erlebnissen des Vortags ist er zwar müde, fühlt sich aber gut vorbereitet. Er schlüpft in seine Uniform, checkt sein Equipment und begibt sich zur Station. Beim Durchgehen der Patientenakten stellt Thomas fest, dass ein neuer Patient, Frau Lehmann, eingeliefert wurde. Sie hat eine schwere Lungenentzündung und benötigt konstante Überwachung. Sie ist sehr schwach und hat Schwierigkeiten beim Atmen, erklärt Lisa, seine Kollegin, während der Morgenbesprechung. Thomas nickt und macht sich mental auf einen herausfordernden Vormittag gefasst. Thomas trifft Frau Lehmann und stellt sich vor. Er nimmt ihre Vitalzeichen auf und checkt die Einstellungen des Beatmungsgeräts. Wir werden gut auf Sie aufpassen, Frau Lehmann, versichert er ihr, während er ihre Hand hält. Er sieht, wie sie leicht nickt, und das ermutigt ihn. Frau Lehmanns Tochter, Julia, trifft ein und ist sichtlich besorgt. Thomas nimmt sich einen Moment Zeit, um mit ihr zu sprechen. Wir tun unser Bestes für Ihre Mutter, sagt er, und er sieht, wie Julias Gesicht ein wenig entspannt. Die Monitore zeigen plötzliche Auffälligkeiten in den Vitalzeichen von Frau Lehmann. Thomas alarmiert das Team. Schnell sind alle zur Stelle und handeln koordiniert. Sie passen die Sauerstoffversorgung an und administrieren Medikamente. Nach einer angespannten Viertelstunde stabilisiert sich Frau Lehmann wieder. Nachdem die Situation unter Kontrolle ist, setzt sich Thomas kurz hin. Er ist dankbar für die reibungslose Teamarbeit und für das Gefühl, das Leben eines Menschen positiv beeinflusst zu haben. Er schaut auf die Uhr und stellt fest, dass es fast Mittag ist. Die Zeit ist im Flug vergangen. Während er die nächste Medikamentengabe vorbereitet, reflektiert er über die Ereignisse des Morgens. Es ist ein emotional und körperlich anstrengender Morgen gewesen, aber auch ein Vormittag, der ihm wieder einmal zeigt, wie bedeutsam seine Arbeit ist. Er atmet tief durch, richtet seinen Blick auf die Tür der Intensivstation und bereitet sich auf die Herausforderungen des Nachmittags vor. Thomas kehrt von seiner Mittagspause zurück und trifft sich mit seinen Kollegen, um den Plan für den Nachmittag zu besprechen. Er ist zufrieden mit der Arbeit des Morgens, aber auch aufmerksam, denn in der Intensivpflege kann sich die Situation jederzeit ändern. Gleich zu Beginn wird Thomas informiert, dass einer seiner Patienten, Herr Müller, auf eine normale Station verlegt wird. Dies ist eine gute Nachricht, es zeigt, dass der Zustand des Patienten sich verbessert hat. Er bereitet alles für die Verlegung vor und wünscht Herr Müller alles Gute. Leider gibt es nicht nur gute Nachrichten. Ein anderer Patient, Herr Schmidt, hat Komplikationen entwickelt. Thomas muss entscheiden, welche Behandlungsstrategie zu wählen ist. Nach einer Diskussion mit dem behandelnden Arzt, Dr. Weber, entscheiden sie sich für eine invasive Überwachung. Es ist eine belastende Entscheidung, aber notwendig. Am Nachmittag bekommt die Station Besuch vom Ethikkomitee des Krankenhauses. Sie möchten die Arbeitsbedingungen und ethischen Entscheidungsprozesse evaluieren. Thomas nimmt an dem Treffen teil und erklärt einige der komplexen Fälle, mit denen sie sich befasst haben. Das Team erhält wertvolles Feedback. Während er sich um seine Patienten kümmert, bekommt Thomas einen Anruf. Es ist Frau Lehmanns Tochter, Julia, die ihm für die liebevolle Pflege ihrer Mutter danken möchte. Dieser Moment der Herzlichkeit gibt ihm die Kraft, den Tag fortzusetzen. Gerade als Thomas glaubt, dass der Tag ruhig ausklingen könnte, kommt ein neuer Notfall herein. Es ist ein junger Mann mit schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall. Das gesamte Team springt in Aktion, Thomas inklusive. Sie arbeiten Hand in Hand, um den Patienten zu stabilisieren. Nachdem der Notfall erfolgreich bewältigt ist, bereitet Thomas sich auf den Feierabend vor. Er aktualisiert alle Patientenakten und übergibt dann die Nachtschicht. Während er sich umzieht, reflektiert Thomas über den Tag. Es war eine Achterbahn der Gefühle und Herausforderungen, aber auch voll von Momenten, die ihn daran erinnern, warum er diesen Beruf gewählt hat. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und dem Wissen, dass er einen Unterschied gemacht hat, verlässt er das Krankenhaus.